Die Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmann überlegt die Strafen für unartige Kinder. Insekten und Kleinviecher kriechen zurück in die Hölle. Und das Land deckt sich an eine schöne, unschuldige Decke aus Schnee. Ein guter Zeitpunkt, um das Auto in der Garage zu lassen und stattdessen verlassene Server im Minecraft zu erkunden. Schauen wir mal rein. Club Penguin in Minecraft? Nein, das ist kein Traum. Sonst wäre Club Penguin 2017 nicht geschlossen worden. Club Penguin war damals ein legendäres Browser-Game, was 2005 entstanden ist, in dem man einen Pinguin-Avatar spielt und sich in einer kleinen Welt auf verschiedenen Servern mit verschiedenen Menschen unterhalten konnte. Dieser Server ist eine 3D-Nachstellung von diesem uralten Browser-Game, was ich richtig verrückt fand. Der Spieler startet in einem kleinen Tutorial-Gebiet mit dem allseits beliebten Thor-Dude. Er lässt dir anfangs die Qual der Wahl deiner Federfarbe und erklärt, wie das Interface funktioniert. Mit dem Inventar kann man die Accessoires seines Charakters ändern. Anfangs hat man noch keine, doch der Typ schenkt einem im Laufe des Tutorials 1000 Münzen, um sich im Klamottenladen, Trommelwirbel, Klamotten zu kaufen. Einige Minigames sind nicht auf dem Server, wie zum Beispiel das Lore-Minigame, das Angel-Minigame und viele andere. Doch tatsächlich funktionieren ein paar wenige. Und sie alle funktionieren so, dass sie eine gewisse Anzahl an Münzen geben, je nachdem wie erfolgreich man in diesen Minigames war. Zum Beispiel Hydro Hopper. In diesem Minigame musste man ursprünglich mit einem Seil von einem Boot gezogen werden und dabei Hindernisse ausweichen. Hier wurde das so gut es geht eben nachgestellt. Auch wenn die Hitboxen viel größer sind als sie scheinen, wodurch man einfach stirbt, obwohl man dem Objekt ausgewichen ist. Im Minigame des Cafés muss man einen Kunden anklicken, die Bestellung annehmen, dann einen der Verkäufer anklicken und ihm das richtige Essen bringen. Dieser Psycho hat stattdessen einen Amboss verdrückt. Und zwar ganz ohne Milch. Hier haben wir das Dojo. Hier kann man gegen andere Spieler in einem Kartenspiel antreten. Es gibt im Card-Jitsu 3 Elemente. Wasser, Feuer und Eis. Wasser besiegt Feuer, Feuer besiegt Eis und Eis besiegt Wasser. Sollten beide Spieler dasselbe Element wählen, gewinnt die Karte mit der höheren Zahl. Dann gibt es noch Spezialkarten, die einen besonderen Effekt für die nächste Runde aktivieren. Leider gibt es hier aber nur den Sensei, gegen den man spielen kann, da es keine anderen Spieler gibt. Doch wenn man keinen schwarzen Gürtel hat, kann man ihn zwar schon herausfordern, aber nicht besiegen, denn er kann alle deine Moves voraussehen. Um das normal zu spielen, sind mindestens 2 Spieler erforderlich. Daher habe ich meinen Kumpel dazu gezwungen, den Server zu betreten, um sie auszuprobieren. Warnung, die folgenden Aufnahmen könnten verstörend auf alle Arten von Lebewesen wirken. Sie wirken wie ein vertrauenswürdiger Mann. Vielen Dank. Angefangen haben wir unsere Rivalität mit dem Card-Jitsu. Es war schon sehr holprig, aber er hat nach der ersten Runde recht schnell begriffen, wie man es spielt. Wir haben wieder gleich viele Punkte, gell? Daraufhin folgten spannende Kämpfe um die Ehre und auch um das Schicksal der Welt. Ha. I got outplayed. Der entscheidende Kampf war geschafft, doch die Provokation des Schurken entpuppte sich als effektiv. Wollen wir noch eine Entscheidungsrunde machen? Nein. Okay. Feigling. Ich bin noch... Okay, jetzt gehen wir rein. Darauf folgte der wirklich allerletzte Kampf im Card-Jitsu. Das ist die Schlacht, von der wir noch unseren Enkeln erzählen werden. Jetzt wird's spannend. Oh, das war Glück. Zum Glück hast du keine höhere gelegt. Doch, so wie das Gute am Ende meistens siegt, so schaffte ich es auch auf die Spitze. Von nun an nannten sie mich Rapidox. ungeschlagener Champion des Fischs. Kurz darauf gingen wir noch eine Runde mit unseren Schlittenspielen, was sich als viel leichter entpuppte als gedacht, weil es so gut wie keine Hindernisse gab. Das war eine gute Ablenkung vor dem nächsten Kampf, die Schneeballschlacht. Ziel ist es, jedes Mitglied vom gegnerischen Team zweimal zu treffen. Durch mein unglaubliches Aim und mein Durchhaltevermögen konnte ich hier ebenso die Welt vor dem Untergang retten und als Sieger hervorgehen. Uah. Oh, war's das? Okay. Das war voll aufregend. Wie viel hast du bekommen? 10 Münzen. Ein letztes Hindernis blieb jedoch noch aus. Das ultimative Endgame. Darauf haben wir uns hingearbeitet. Eine Runde 4 gewinnt. Hier würde es zu Ende gehen. Jetzt wird sich der ultimative Sieger entscheiden. Was wird er als nächstes machen? Glaubst du, du kannst hier einen Sneaky pullen auf mich, hm? Na sicher. Aha. Oh mein Gott! Das habe ich nicht vorher kommen sehen. Meine Pläne. Oh, Scheiße, du hast meine Pläne durchgeräumt. Warte, hä? Wieso hast du gewonnen? Was? Keine Ahnung. Was? Ich weiß nicht. Ich hatte ungefähr eine Reihe. Ich meine, das war geplant. Und damit war es geschafft. Das Böse wurde endgültig geläutert. Nun war es endlich Zeit für mich, den Thron zu besteigen. Doch, die Wahrheit ist, es ist egal, wer gewonnen hätte. Es war von Anfang an ein abgekatertes Spiel.
Kniet nieder vor eurem neuen Meister. Diesen verlassenen Server darfst du erst erkunden, nachdem du beim einzig wahren Jack Black höchstpersönlich einen Test absolviert hast. Ich bin Steve. Oh, tut mir leid, hab euch verwechselt. Doch vor dem Quiz. Fun Fact. Ein Tag nachdem ich mir den Server angeschaut habe, ist er einfach spurlos verschwunden, zusammen mit der Website. Der Discord war aber noch da und ich habe freundlicherweise eine Antwort bekommen. Der Server hat augenscheinlich eine andere IP als die, mit der ich mich besser eingeloggt habe. Und es wird gerade an der Website gearbeitet. Also habe ich keine Apokalypse verursacht. Noch nicht. Hier im Discord gibt es sogar einen mir bekannten Namen aus der Kabel-Community. Ich grüße dich, Panzerkrieger. Ich hoffe, ihr haltet eure Hüte fest, denn vor mir steht eine wahre Legende. Sagt Hallo zum einzig wahren Steve. Steve wird mir ein paar Fragen stellen, bevor er es mir erlaubt, den Server überhaupt anzuschauen. Ein Teil der Regeln kann man auf dem linken Bild am Spawn sehen. Die meisten Fragen sind relativ simpel, bis auf folgende. Wie viele Tiere dürfen maximal auf einer Fläche von 15 x 15, also in einem Chunk sein? Regeln wie diese kann man nur im Forum nachlesen. Und als ich mir dieses Forum etwas angeschaut habe, bin ich doch recht schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das kein kleiner Server war. Er war gigantisch. Mit zum Beispiel 13.700 Posts alleine im Städteforum. Eins der letzten Moderator-Posts, die ich finden konnte, berichtet, dass sie bis Ende Januar 2023 versuchen wollen, den Server wieder zurück ins Leben zu beschwören. Mit der Hilfe der verbleibenden Community. Leider ohne Erfolg. Der sichtbare Spawn ist schon recht beeindruckend. Die betretbare Fläche ist recht klein. Was mich verwirrt hat. Denn ich habe etwas mit meiner Drohne entdeckt. Außerhalb gibt es eine riesige Stadt um mich herum. Vielleicht war das früher der erste Spawn, den sie gebaut haben. Und diese Stadt ist nicht zu verachten. Allein schon die Kathedrale, in die man nicht reinkommt, ist riesig und wird durch viele hübsche Details geschmückt. Ein paar davon sind zum Beispiel diese dreistöckige Statue im Zentrum, die ganzen Altare mit seltsamen Kultsymbolen und die Säulen, Fenster, Teppiche, die Brunnen. Das ist schon krass, wie viele Details in dieser unbetretbaren Region sind. Im Untergrund habe ich sogar eine alte Metrobahn gefunden. Die Ziele liegen zwar außerhalb der Reichweite meiner Drohne, doch die Reiseziele sind wenigstens auf dieser Karte verzeichnet. Diese Spawnstadt ist im Vergleich zu der im Hub viel kleiner. Hat jedoch auch ihren Charme. Dr. Strange hat sich zum Beispiel herabgelassen, um hier als Bankier zu arbeiten. Unter dieser Stadt befindet sich in dieser kleinen Metro, die nicht zu vergleichen mit der anderen ist, eine Ansammlung von Strecken zu anderen Orten. Doch da ich nicht in die Lore einsteigen konnte und der Weg sehr lang war, bin ich umgekehrt den ganzen Weg zum Ziel gesprintet. Und nach den ganzen 9 Minuten, die es gedauert hat, hat der Aufzug nicht mehr funktioniert. Oberhalb der Bahn ist eine Art Würfel gebaut, der speziell dafür gemacht wurde, leuchtende Tintenfische zu töten und Dorfbewohner zu versklaven. Ich könnte nicht stolzer sein. Nachdem ich mich vom Bürgermeister verabschiedet hatte, fand ich auf dem Weg aus der Hauptstadt raus 3 stramm stehende Werbeplakate. Sie bewerben die Warden Backrooms, was auch immer das ist. Das klang tatsächlich so interessant, dass mein Affenhirn es mir zur Aufgabe machte, diese zu finden. Lustigerweise habe ich nicht verstanden, dass es sich hier um die Koordinaten gehandelt hat. Das sah für mich eher wie eine Telefonnummer aus. Neben den Werbeplakaten liegt noch ein kleines Dorf, was sich doch stark vom Spawn unterscheidet. Hier macht jeder sein eigenes Ding. Und genau hier machte ich den Fehler, eine Eisentür per Knopfdruck aufzumachen. Denn als Gast kann man sie zwar betätigen, aber Druckplatten funktionieren nicht. Und das war der einzige Weg hinaus. In dieser finsteren Stunde wurde ich jedoch vom größten Superhelden unserer Generation gerettet. Mich und meinem Intellekt. /Spawn funktioniert zum Glück. Also steck dich nicht fest. Und wieder zurück zum Anfang. Was aber ganz gut war, denn hier wartete ein noch unentdecktes Schiff auf mich, mit dem ich ganz einfach zu 4 anderen Warppunkten gelangen konnte. Die Teleportziele haben immer ein Netherportal, mit dem man sich schneller irgendwo hin bewegen kann. Wie in diese coole Mauer, die diese Wiese bewacht. Naja, und unterhalb der Wiese ist ein fettes Lager versteckt. Nachdem ich etwas mit den wohl freundlichsten Höllengeschöpfen gechillt habe, fand ich ein weiteres liebliches Dorf mit simplen, aber effektiven Baustil. Naja, abgesehen von dieser Statue und dieser fetten Kirche da vorne, das muss ewig gedauert haben, dies zu bauen. Nach genügend Zeit fand ich wie durch Zufall einen ganzen Freizeitpark mit Anbindung zu einem Villagerdorf. Die kriegen bestimmt ruhige Nächte hier. Hier gibt es sogar eine Strecke für Boote für actionreiche Rennen mit Tongewinnen und Toneinsätzen. Völlig abgetrennt von allem ist unter dem Freizeitpark ein automatisches Sortiersystem im Keller mit unfassbar vielen Kisten. Die Spiegelung im Boden ist hier übrigens eine optische Täuschung. Wie meine Seele. Und als hätte ich es heraufbeschworen, fand ich auch schon den Standort der Warden Backrooms. Hier gab es dasselbe Problem. Ich kann nicht auf Loren steigen. Darum habe ich mir meinen Würfel geschnappt und sie wie ein wahrer Krieger auf die W-Taste gelegt, damit ich in der Zwischenzeit was anderes machen kann. Leider sind diese Backrooms nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Vorgestellt habe ich mir riesige, verseuchte Komplexe im Backroom-Stil.
Doch es waren einfach nur sichere Deep Dark Ruinen. Ich will nicht sagen, dass es leicht ist, das im Survival hinzukriegen. Das kann ewig dauern, alle Skalkkreischer zu finden. Nur sind das eben ganz normale Ruinen und keine Backrooms. Ein antiker Tempel, getunkt in gelb-goldenen Farben, erwartet uns hier auf dem Never Stop Gaming Network Minecraft Server. Willkommen auf dem History Channel. Die Highscore-Listen hinter uns rufen ein herzliches Willkommen aus. Sie scheinen ihren Gott auf der Spitze der Liste zu definieren. Dieser Name scheint einem gut aussehenden, mächtigen Krieger zu gehören. Durch die Macht der uralten Götter haben unsere Wissenschaftler die Gabe der Teleportation freischalten können. Sie besteht aus dem Prozess, diesen Bogen zu spannen und ihn dann loszulassen. Und bevor ihr euch das fragen könnt, liebe Zuschauer, das gigantische, majestätische Portal direkt vor unseren Augen. Der Grund, weswegen dieser Tempel überhaupt gebaut worden zu sein scheint, ist defekt. Er funktioniert nicht. Uns ist noch dieses kleine Detail aufgefallen. Der NPC, der zu einem Online-Shop verlinken sollte, zeigt einen Beispiellink. Beim Discord-NPC wird tatsächlich ein funktionierender Link angezeigt. Allerdings ist der Server komplett leer. Es hat bisher niemand irgendwas geschrieben. Im Gegensatz zum Carvedox und Kumpels Discord. Trete jetzt bei. Wir sind kein Kult, der Eintritt ist kostenlos. Wir sind kein Kult. Vom Hub aus ist es möglich, 2 Server zu erreichen. Der erste Server ist ein Prison-Server. Damals ein sehr bekannter und beliebter Spielmodus. Das Ziel ist es, wie bei den Leuten in meinem Keller, so viel Sklavenarbeit wie möglich auf dem Server zu verrichten. Desto mehr Ressourcen man abbaut, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt man und desto mehr Geld kann man für Upgrades ausgeben. Ist in etwa wie diese uralten Browser-Games, bei denen man seinen Minenroboter immer weiter ausbauen konnte. Ich habe in den Schulcomputern früher eine unnatürlich hohe Menge an Zeit da reingesteckt. Ich habe jede freie Sekunde, in die der Raum offen war, da drin gehockt und ich würde es jederzeit wieder tun. Die erste Arena sieht so aus, als hätte man den Spieler geschrumpft. Und nun muss man in diesem riesigen, kleinen Garten überleben. Was sehr putzig klingt, aber eigentlich eine meiner größten Ängste als Kind war. Stell dir vor, du bist einfach auf eine winzige Größe geschrumpft und musst in dieser bekannten, aber gleichzeitig fremden Umgebung überleben. Wie in jedem guten Gefängnis kann man hier sonst auch auf die heiligste, natürlichste und wichtigste aller menschlichen Bedürfnisse zurückgreifen. Glücksspiele. Let's go gambling! Oh, dang it. Sie werden dazu genutzt, um verschiedenstes Zeug zu erhalten. In meinem Fall waren es Geld, Coins und eine Bombe. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Geld und Coins. Die Bombe ist selbsterklärend und leider habe ich den Wurf wegen meiner absoluten Inkompetenz verkackt, also kann ich sie nicht demonstrieren, sorry. Die Coins werden für den Kauf von Kosmetik-Items genutzt, etwa wie Tiere, Hüte und so weiter. Nur eine richtige Verwendung für das Geld habe ich nicht gefunden. Abgesehen vom Kauf von Lotterietickets, aber dadurch kriegt man nur noch mehr Geld, was man nicht ausgeben kann. Ah, Kapitalismus. Diese Welt wurde seit mehr als 2 Jahren von niemand Bösen entdeckt. Außer von mir, meiner Wenigkeit und mich. Hier drüben steht sogar ein besseres Gleissystem als bei der Deutschen Bahn. Was zugegebenermaßen nicht sonderlich schwer ist. Wieso das System besser ist, fragst du? Tja, es gibt genug Platz, um alle wartenden Passagiere unter diesem Holzdach nicht nass werden zu lassen. Die Schienen sind vollkommen unbeschädigt und sie nehmen keinen Platz auf dem Land weg, da alles komplett auf dem Wasser verbaut ist. Die Bahn fährt außerdem, sobald du da bist. Nicht früher, nicht später, da die Züge nur einen Platz anbieten, was der Traum aller Introvertierten ist. So sieht Fortschritt aus. Die erste Region besteht aus diesem Lagerhaus, einer kleinen Farm und einem Kuhvernichter 10.000. Ich kann nicht genau sagen, wie es funktioniert, aber ich vermute, man soll die obere Schicht an Kühe paaren lassen, die frisch geborenen Kinder soll man in den Schacht runterfallen lassen und dann werden sie in köstlicher Lava getunkt, wenn sie groß genug dafür sind. Der Kreislauf des Lebens, ist ja nicht schön. In der Mitte der beiden Hauptregionen finden wir die, wie ich sie nenne, Insel der eisernen Kettensäge. Statt nur einer Eisenfarm, die theoretisch unendlich viel Eisen generieren kann, bedient sich die Insel an 2 Farmen. Eine auf der Oberfläche, bei der man den ganzen Prozess der Eisengenerierung beobachten kann, und eine befindet sich im Untergrund und sieht aus wie eine Szene aus irgendwelchen Klischee-Horrorfilmen. Die zweite Region, die durch die Bahn mit der ersten verbunden ist, hat ein geupgradetes Dorfbewohnerdorf. Anstatt dass jeder ein eigenes Haus hat, dürfen die Dorfbewohner alle zusammen in diesem Luxushaus aus Erde schlafen, während die Spieler ein Haus mit Kamin genießen und die Tiere mehr Platz haben als alle freien Dorfbewohner zusammen. Fragt mich nur nicht, was diese Kultisten unter dieser Klippe machen. Ich vermute, sie sind diejenigen, die diese unglaublich große Armee beschworen hat, um ihre Dorfbewohnerkollegen zu befreien. Einen funktionierenden Mülleimer haben sie übrigens auch. Ich könnte mir diesen Vorgang stundenlang anschauen. Hier haben wir einen weiteren, unberührten, jungfräulichen Server. Ich konnte zum Glück gerade so meine inneren und äußeren Dämonen zügeln und habe mir den Server nur angeschaut, statt alles zu vernichten, was in meinem Blickfeld gelandet ist. Das Dorf besteht hauptsächlich aus wenigen Eichenholzgebäuden, die alle einen bestimmten Zweck erfüllen, wie diese Lagerhalle, dieser Portalraum
Und ein Streichelzoo. Dieses Holzhaus hat keinen Zweck, genau wie man das sieht. Sonst ist hier noch diese dunkle Kirche, um uralte Götter anbeten zu können, die nebenbei als Schmelzraum. Und Ladies und Gentlemen, ich muss sagen, ich habe in meiner gesamten Gaming-Karriere noch niemanden gesehen, der Diamantblöcke im Freien im Survival-Mode platziert. Liegt aber auf der Hand, warum das hier liegt. Das soll womöglich ein Opfer für die alten Götter darstellen. Das erklärt auch, warum ein riesiges Stück Land fehlt. Man sollte sie niemals verärgern. Diese Monsterfarm fand ich besonders schön, da ich sie zuerst für einen Heißluftballon hielt. Bleibt nur noch die Frage offen, wer oder was diesen unaufhaltsamen 3x2-Tunnel durch Berge, durch Bäume und in der Luft gebaut hat. Nein. Moment, das kann nicht sein. Ich dachte, du wurdest zurück... Oh, ich glaube, ich habe ihn noch rechtzeitig abhängen können. Oh, du bist ja auch hier. Schön, dass du überlebt hast. Kannst du mir sagen, wo ich eine Unterkunft finden kann? Wo ist eine sichere Unterkunft, um mich vor dem alles verschlingenden Dämon zu verstecken? Vor mir? Danke. Dieser Server hat keine Scheu davor gezeigt, dieses Ding aus Stein zu präsentieren. Nach genauerer Untersuchung mit unserem Team aus Top-Wissenschaftlern haben wir die Struktur als Eisenfarm identifizieren können. Der Zombie genießt sogar eine kostenlose, unendliche Achterbahnfahrt. Ein Schicksal so viel schlimmer als der Tod. Dieses wunderschöne Holzgebäude ist ihr Clubhaus, in das nur Leute, die ihrer Partei angehören, eintreten dürfen. Da ich meinen Clubausweis zum Glück gerade dabei hatte, bin ich eingetreten und habe all den Luxus genossen, den dieses Haus zu bieten hat. Zum Beispiel dieses Dachgeschoss, was mehr Frischluft enthält, als für mich als Gamer gesund ist. Und etwas Schnee, um die Füße sauber zu halten. Im Stall gibt es noch das coolste rustikale Küchendesign, was ich bisher gesehen habe. Und ein Metzger, der freiwillig hier arbeitet. Ich finde schon lustig, wie unterschiedlich die Designphilosophien der ganzen Häuser sind. Verglichen mit dem Clubhaus ist das hier das wahre Paradies. Es hat sogar einen Zaun und eine Hundehütte. Sonst gelangen wir durch den Nether noch an andere Orte. Hier ein super modernes Haus aus Holz, ohne Tür. Denn Türen locken uns nur nach draußen, wo wir von Zombies gefressen werden. Die letzte Attraktion auf dem Server ist diese unendliche Schienenfarm. Wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Funktioniert sogar einwandfrei, wie es aussieht. Das war's tatsächlich schon. Ich sag das nicht jedem, aber dich mag ich von all meinen Zuschauern am meisten. Zu guter Letzt noch ein paar Worte von meinem Kumpel Domme. Abonniert Carbodox, den besten YouTuber, den es jemals gab und geben wird. Schön gesagt. Haut rein, Freunde, euer Carbodox.